Leute, kurze Infos zu dem aktuellen Spot hier an der Yama für mongolische Rotfeder und Langnasen-Saugdöbel. Also, hier an der Stelle läuft es tatsächlich gerade richtig gut. Mongolische Rotfeder, Langnasen-Saugdöbel, auch immer mal wieder der Masulachs auf Pose. Also, gar nicht so verkehrt. Das Ganze läuft jetzt wohl schon seit ein paar Tagen. Man sieht auch jetzt die ganzen Rekorde gerade komplett voll mit der Köderkombi. Wir haben das heute im Livestream auch nochmal getestet und haben da ein bisschen rumprobiert und Wettangeln gemacht. Und ja, es sind natürlich auch einige reingegangen. Nichtsdestotrotz bleibt das ein super seltener Fisch. Das heißt, so viele gehen da natürlich jetzt nicht rein. Und man muss natürlich auch aktiv sein. Ich bin jetzt hier gerade nur mit einer Pose wieder aktiv und teste es. Aber im Idealfall stellst du dich hier natürlich mit 3 Posen gleichzeitig hin und kannst dann dementsprechend natürlich deutlich mehr wegziehen. Wir sind ja auf 105, 167 und auf der Posi soll das ganz gut laufen. D-Boy hatte mich aufmerksam gemacht, dass es dann einen Beitrag wohl in einem VK gab und hatte das wohl auch schon getestet. Ich hatte das heute Vormittag auch schon getestet, dann heute Abend dann auch nochmal im Livestream getestet und jetzt gerade nochmal das 3. Mal getestet. Und ja, es scheint wirklich gut zu funktionieren. Gerade bei den passenden Witterungsverhältnissen, also Sonnenschein zum Beispiel, wenn man da nicht so ganz tief unterwegs ist, klappt es ganz gut. Wir gucken gleich nochmal rein, in welcher Tiefe ich jetzt hier unterwegs bin. Ich meine 110, also auf 1,10 Meter Tiefe müsste ich jetzt gerade sein. Aber so in diesem Bereich. Wenn die Sonne weg ist, also wenn wirklich bewölkt ist, wenn gar keine Sonne da ist, dann tendenziell eher tiefer. 1,50 Meter, 1,80 Meter Tiefe. Also auch das hat vorhin ganz gut funktioniert. Aber auch gerne noch ein bisschen weiter rumspielen und rumtesten. Ja, kleiner Nachteil an dem Ganzen, man hat hier relativ teure Köder im Einsatz. Das sind die Köder, die wohl mit am besten funktionieren. Und da haben wir hier zum Beispiel Schwimmkäfer und Bachflohkrebs. Nächster Nachteil, das Ganze funktioniert natürlich nur tagsüber. Das heißt, jetzt gleich in der Nacht gehen vielleicht maximal noch die Langnasen-Saugdöbel rein und eben nicht mehr die mongolische Rotfeder. Und zack, der nächste Brocken hier drin. Sehr gut. Also ran damit, gerne mitnehmen direkt hier. Und ja, solange es halt noch hell ist, alles einpacken. Na, was haben wir? Ein Ugui, okay, auch nicht schlecht. Ist eigentlich relativ selten, passiert eher, wenn man im flacheren Bereich unterwegs ist. So, jetzt wieder hier zurück zu dem Spot. Ungefähr hier irgendwo war das doch, genau, 105. Circa 20 Meter weit rauswerfen. Also so um den Dreh. Ich hatte so zwischen 15 und 25 Metern hatte ich meist geworfen. Und das hat dann auch ganz gut schon funktioniert. Andere Möglichkeit, andere Köder zu testen. Natürlich auch, also man kann natürlich auch andere Köder testen. Und dementsprechend wären das dann so Köder wie zum Beispiel der Tauwurm, den man gerne mit reinschmeißt, Steinfliegenlarve, Alge übrigens auch. Also auch die Alge hat richtig gut funktioniert. Schwimmkäfer und Alge, Bachflohkrebs und Alge, die haben beide ganz gut funktioniert. Und die haben tatsächlich auch gut funktioniert für den Masulachs. Das war auch ein bisschen überraschend. Ja, nimmt man natürlich dann auch gerne mit, wenn das klappt. Kohlemäßig sensationell. Wenn man hier eine richtig gute Frequenz hinbekommt, dann läuft das richtig gut. Aber man muss natürlich dann auch gucken, dass man hier konstant irgendwie die Bisse halt reinkriegt. Und wenn man das dann hat man natürlich mit 3 Matchrouten hier auch übelst den Stress, dass man im richtigen Moment den Anschlag setzt und so weiter. Immer wieder das Auswerfen, immer wieder das Reinholen der Posen, die einfach durchtreiben. Also da ist man ja schon viel am Kurbeln. Und ich sag mal, also so eine wahnsinnig hohe Frequenz wird hier halt super schwierig. Alleine weil man eben so weit wieder einkurbeln muss. Das dauert einfach immer wahnsinnig lang, ne? Hakengröße und ähnliches, das ist natürlich auch wichtig. Ich bin hier gerade nur mit 5,5 Kilo Setup unterwegs. Super fein. Und das Ganze, ja, ist ein bisschen tricky. Aber bisher die größten Masus oder sowas, ja, ich sag mal so im 2-Kilo-Bereich, 3-Kilo-Bereich, die brauchen dann natürlich dementsprechend ein bisschen Zeit.
Nichtsdestotrotz kriegt man die ganz gut auch raus, selbst so fein. Man kann natürlich auch, ich sag mal so mit 7 bis 9 Kilo vielleicht reingehen. Wahrscheinlich ist das auch nicht so verkehrt. So, lassen wir hier jetzt nochmal durchtreiben. Wir haben es ja jetzt auch bald schon, schon Richtung Abendstunden, 21, 22 Uhr ist gleich dunkel. 4 Uhr morgens geht es dann wieder los oder kurz vor 4 so langsam. Dann sollte man schon wieder am Spot sein und weitermachen. Man könnte natürlich auch die ganze Zeit noch hier weiter schöpfen mit der Schöpfkelle, damit man vielleicht die Chance hat, so, einmal hier schöpfen auf weitere Käfer, Schwimmkäfer zum Beispiel. Also da einfach schön die Schöpfkelle verwenden, natürlich Skillpunkte rein investieren, damit sich das dann auch wirklich lohnt und dann gib ihm. So, jetzt wird es Richtung Abendstunden, es wird auch leicht bewölkt. Ich gehe jetzt schon mal ein bisschen tiefer und teste jetzt mal ungefähr auf 1,50 Meter. Also von 1,10 Meter runter jetzt auf 1,50 Meter. Gucken wir mal, ob das jetzt vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Zack, locker wieder raus. Schnur relativ straff hier laufen lassen, damit man auch nicht so viel Schnur auf der Wasseroberfläche hat. Das verhindert immer, dass man schnell anschlagen kann und dann weiter treiben lassen und weiter testen. Ja, jetzt sehen wir hier hinten gerade die Pose umkippen. Das ist halt jetzt so ein Bereich, wo es dann flach wird. Also wir sind ja hier an dieser Area und hier sehen wir eben den Bereich, der dann flach wird. Das heißt, wir werfen von hier aus rein, lassen das hier so durchtreiben und sobald es da hinten ja flach wird, sobald die Pose umkippt sozusagen, naja, wenn es ein bisschen zuppelt, ist natürlich ein Fisch dran. Wenn wir da hinten in dem Bereich sind, dann ist es einfach zu flach. Es ist übrigens auch mittlerweile schon bald zu spät. Ich werfe jetzt noch einmal rein und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze gleich mal im Shop an, wie viel denn die Fische so an Cash bringen. Also noch einmal schön durchlaufen lassen und vielleicht ballert dann ja nochmal hier. Geht noch was? Zuppelt es da ein bisschen? Vielleicht geht noch eine mongolische, zack, Rotfeder rein. Siehst du, das ist doch schön. Da ist schon so ein bisschen, hat es da gezuppelt direkt von vorne rein. Immer ein gutes Zeichen. Ja, und dann ist jetzt, wie gesagt, sowieso gleich Ende. Wir haben jetzt 22 Uhr. Das heißt, wir gucken jetzt gleich mal in den Shop, wie das denn so aussieht. So, komm ran hier. Ne, Langnasen, Saugdöbel. Aber auch nicht schlecht, nehme ich auch gerne mit. Also im Großen und Ganzen hier bis zu, was haben wir hier, 1,1 Kilo. Fast 1,2. Also mongolische Rotfeder einmal dabei. Auch richtig, richtig nice. Hätte ich super gerne als Trophy. Ist auf jeden Fall mal ein gutes Ziel für dieses Jahr. Und wie gesagt, Langnasen-Saugdöbel, auch das Teil nehme ich gerne natürlich mit. Und jetzt gucken wir gerade mal, was die Fische denn so an Cash bringen. So, da sind wir wieder im Camp. Als erstes natürlich gucken, haben wir hier was drin? Nee, gerade nicht. Masulachs geht übrigens auch immer wieder mit rein. Also der sesshafte Masu neben dem anderen Masu. Und hier sortieren nach Preisen. Ja, das schmeckt natürlich richtig. Masu mit 73. Die mongolische Rotfeder mit 61. 47 Silber. Also ihr seht, das ist schon ein ziemlicher Hammer. Gar nicht so schlecht. Gucken wir mal eben jetzt hier die letzte halbe Stunde. Schön auf Pose. Vorher hier war Spinning. Halbe Stunde, 300 noch was Silber. Also mal eben ein bisschen rumprobiert auf diese Köder. Schmeckt richtig. Testet verschiedene Köder. Es gibt eben auch die Möglichkeit mit Steinfliege oder eben wie gesagt auch mit der Seealge da reinzugehen. Also das Ganze kann man richtig gut machen. Zack, zack, raus damit. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann fängst du auch die mongolische Rotfeder als Trophy-Alten. Petri, bis zum nächsten Mal.